Mit diesem Projekt erwartet er auch, dass diese sogenannte Einlernphase in Ihr Geschäft, wenn neue Mitarbeiter kommen, dass die dann auch deutlich verkürzt wird. Ja? Weil heute muss der neue Mitarbeiter sich da und da und da und da und da irgendwo entsprechend Daten zusammensammeln. Wenn diese Firma dann auf ein CRM umgestellt hat, dann ist dieses Datensuchen nicht mehr da. Die Informationen sind sowieso schon besser aufbereitet, vorbereitet. Also er erwartet, dass diese Einarbeitungszeit sich locker um die Hälfte reduziert. Das ist, glaube ich, durchaus realistisch. Definitiv. Also bei uns, bei den Projekten, das geben wir unseren Partner auch immer mit, ist es doch schön, wenn auch so eine Art Kundenbeziehungshandbuch entsteht. Also wie wichtig ist mir der Kunde? Was ist meine Aufgabe damit? Und das kannst du auch im Rahmen der Einführung, das sind ganz einfache Fragen, irgendwo mal runterschreiben. Da kommt ein neuer Mitgestalter, neuer Mitgestaltender und dann sagt man, komm, schau mal da rein, da habe ich das. Und dann hast du noch entsprechende Einweisungen, wie das System nutzt. Am besten ist es noch sehr intuitiv. Ich meine, da hast du schon die Begeisterung am Anfang, dass du da irgendwo hingekommen bist, wo man sagt, Mensch, da bin ich auch als Arbeitnehmer, habe ich da auch einen Wert. Und darum geht es da, wenn wir über War of Talents, um dieses Buzzword auch mal genannt zu haben, sprechen. Es geht darum, die besten Leute irgendwie zu gewinnen und zu halten. Und dazu muss ich auch sagen, wie kannst du deine Arbeit am besten machen? Wie kannst du deine Potenziale im Sinne auch, dass du das bei deinen Kunden generieren kannst, bestmöglich auch entfalten? Weil die Funktionalitäten sind bei CAS, bei Cursor, bei anderen wahrscheinlich ähnlich. Aber wie gesagt, zum Schluss sind es die Menschen, die damit arbeiten und die muss man zu Fans machen, damit die gern damit arbeiten. Ja, die Projektvorgehensweise sprechen, das wäre so der erste Punkt, wo ich immer wieder sage, ist, ich brauche so ein Big Picture. Also wo möchte ich hingehen? Wir nehmen die großen Punkte auf und sagen, okay, wo will ich in einem Jahr, in 2 Jahren sein? Und dann breche ich das runter. Und dann gehört es halt dazu die Offenheit der Schnittstelle. Was ist für unsere Kunden das Wichtigste und nicht, was die anderen machen, nur weil die jetzt halt im Prinzip in diese Richtung sich ganz klar fokussieren und positionieren, finde ich immer wichtig, die Breite auch zu haben. Ein Impuls, das vielleicht für alle gilt, mitnehmen. Ich denke, wenn man jetzt in der Situation ist, zu sagen, okay, was kann ich gerade tun, um mein CRM weiterzuentwickeln, sich einfach mal in die Sicht eines Kunden, eines Interessenten versetzen und einfach mal schauen, sich mal selbst besuchen, sich mal selbst anrufen, einfach mal so typische Prozesse mal selbst durchzuspielen. Das weckt manchmal auf. Das schadet nie. Ja? Es wirkt Wunder. Das ist immer wieder gut, so wenn man sagt, ich bin ja schon hier